Regeln, Regeln, immer nur Regeln. Die Deutschen lieben das. Pflicht, verboten, Ordnung. Hört das denn nie auf? Es ist 3 Uhr morgens. Die Stadt schläft. Die Straßen sind menschenleer. Kein Auto weit und breit. Ein einsamer Fußgänger nähert sich einer Ampel. Sie springt auf Rot. Der Fußgänger bleibt stehen. Er wartet. Er starrt auf das kleine rote Männchen. Er wartet 1 Minute, 2 Minuten. Willkommen in Deutschland. Wenn Sie sich gerade gefragt haben, warum dieser Mensch nicht einfach über die Straße geht, obwohl absolut niemand zuschaut, dann sind Sie mitten im Herzen der deutschen Psyche gelandet. Willkommen zu einer neuen Folge des Deutschblitz-Podcasts. Mein Name ist Lukas. Heute sprechen wir über ein Thema, das die Welt gleichermaßen fasziniert und erschreckt: die deutsche Liebe zu Regeln. Warum halten wir uns an Gesetze, die offensichtlich keinen Sinn ergeben? Warum fühlen wir uns persönlich beleidigt, wenn jemand anderes eine Regel bricht? Und warum ist die soziale Kontrolle in Deutschland effektiver als jede Überwachungskamera? Wir schauen uns heute an, warum Regeln für uns Deutsche wie eine warme Decke sind. Wir hören traumatische Geschichten von Expats, die beim falschen Mülltrennen erwischt wurden, und wir klären die Frage: Ist ein Leben ohne Regeln in Deutschland überhaupt möglich, oder ist das schon Anarchie? Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrrad Licht hat und Sie nicht auf dem Gehweg parken. Es geht los. Fangen wir mit dem Klassiker an, den ich gerade im Intro erwähnt habe: die rote Ampel. Für einen Italiener ist eine rote Ampel eine Empfehlung. Für einen Franzosen ist sie ein dekoratives Lichtelement. Für einen Deutschen ist sie eine unumstößliche Wand aus moralischem Beton. Warum bleiben wir stehen, wenn kein Auto kommt? Es ist nicht die Angst vor der Polizei. Um 3 Uhr morgens ist keine Polizei da. Es ist die Angst vor dem moralischen Dominoeffekt. In der Logik eines Deutschen funktioniert das so: Wenn ich heute bei Rot gehe, dann parkt morgen jemand im Halteverbot. Übermorgen zahlt keiner mehr Steuern und nächste Woche bricht die Republik zusammen. Wir glauben wirklich, dass die gesamte Zivilisation an diesem einen kleinen roten Männchen hängt. Wenn wir die Regel brechen, öffnen wir die Büchse der Pandora. Es ist ein tiefer Glaube daran, dass Ordnung ein fragiles Konstrukt ist, das wir alle gemeinsam stützen müssen. Wer die Regel bricht, zieht einen Stein aus der Mauer, die uns alle schützt. Es gibt aber noch einen wichtigeren Grund: das Kind. In Deutschland gibt es ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn auch nur die theoretische Chance besteht, dass irgendwo in einem Umkreis von 5 Kilometern ein Kind aus einem Fenster schauen könnte, darfst du nicht bei Rot gehen. Du bist ein Vorbild. Wenn du bei Rot gehst, sabotierst du die Erziehung der nächsten Generation. Du bist quasi ein Verräter an der Zukunft unseres Landes. Ich habe einen Freund aus Brasilien, Rafael. Er sagte mir: Lukas, ich bin einmal in Berlin bei Rot über eine völlig leere Straße gegangen. Eine alte Dame auf der anderen Seite hat mich angeschaut, als hätte ich gerade ein Kätzchen überfahren. Sie hat nur den Finger gehoben und gesagt: Halt, Vorbildfunktion. Ich war so geschockt, dass ich fast wieder zurückgegangen wäre, um mich zu entschuldigen. Das ist Deutschland. Wir brauchen keine Kameras. Wir haben die Oma am Fenster. Die soziale Kontrolle ist unser Betriebssystem. Warum lieben wir Regeln so sehr? Ist es ein Mangel an Fantasie? Nein, es ist das Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit. Deutschland ist ein Land, das Überraschungen nur dann mag, wenn sie 3 Wochen vorher schriftlich angekündigt wurden. Und Regeln sind das beste Mittel gegen Überraschungen. In Deutschland bedeutet eine Regel: Wenn ich mich daran halte, passiert mir nichts. Und ich kann mich darauf verlassen, dass du dich auch daran hältst. Das gibt uns eine unglaubliche innere Ruhe. Wenn auf einem Schild steht „Betreten verboten", dann betreten wir den Rasen nicht. Warum? Weil wir dann nicht darüber nachdenken müssen, ob es okay wäre, den Rasen zu betreten. Die Entscheidung wurde bereits für uns getroffen.
Das spart kognitive Energie. Regeln sind für Deutsche wie das Betriebssystem eines Computers. Solange alle nach dem Code handeln, stürzt das System nicht ab. In anderen Kulturen, zum Beispiel in Lateinamerika oder Südeuropa, ist das Leben oft ein ständiges Verhandeln. Kann ich hier parken? Naja, eigentlich nicht, aber wenn du schnell bist, in Deutschland gibt es kein eigentlich. Es gibt nur Ja oder Nein. Das macht das Leben vielleicht ein bisschen langweiliger, aber schrecklich effizient. Wir hassen Grauzonen. Grauzonen sind der Ort, an dem die Unsicherheit wohnt, und wir hassen Unsicherheit fast so sehr wie unpünktliche Züge oder warme Limonade. Kommen wir zu den Regeln, die das Privatleben betreffen. Wenn Sie in ein deutsches Mietshaus ziehen, treten Sie in eine Welt voller Vorschriften ein, von denen Sie nie geträumt hätten. Das ist der Moment, in dem die Hausordnung zur Bibel wird. Da ist zum Beispiel die Ruhezeit. Von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens herrscht in Deutschland offiziell Friedhofsruhe. Wenn du um 22:05 Uhr noch staubsaugst, kannst du sicher sein, dass spätestens um 22:10 Uhr der Nachbar mit dem Besenstiel gegen die Decke klopft. Es ist nicht so, dass der Staubsauger ihn wirklich am Schlafen hindert. Er schaut wahrscheinlich gerade Fernsehen. Es geht ums Prinzip. Es ist 22 Uhr. Die Regel sagt Ruhe. Also Ruhe. Wer die Ruhezeit bricht, greift den sozialen Frieden an. Und dann der Müll. Mülltrennung ist in Deutschland kein Hobby, es ist eine Ersatzreligion. Wir haben Papier, Glas, getrennt nach Farben, wehe, die grüne Flasche landet im Weißglas, Plastik, Biomüll und Restmüll. Wenn du einen Joghurtbecher in die Papiertonne wirfst, begehst du ein Sakrileg. Ich habe von einer Expat-Kollegin aus den USA gehört, die in Stuttgart lebt. Sie sagte, Lukas, mein Nachbar hat meinen Müllbeutel wieder aus der Tonne geholt, ihn aufgemacht und mir gezeigt, dass ich den Aludeckel nicht vom Plastikbecher getrennt habe. Er war nicht wütend, er war enttäuscht. Er hat mich angeschaut wie ein Lehrer einen Schüler, der die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Das ist die soziale Kontrolle. In Schwaben gibt es auch die Kehrwoche. Das bedeutet, man muss abwechselnd den Flur putzen. Wenn du das vergisst, bist du im Haus unten durch. Da hilft kein Lächeln, da hilft kein Entschuldigung. Du hast die Ordnung gestört. Und Ordnung ist in Deutschland das Fundament der Liebe. Ohne Ordnung gibt es kein Vertrauen. Bevor wir gleich zu den wirklich sinnlosen Regeln kommen und klären, warum wir uns sogar an Gesetze halten, die wir selbst für dumm halten, ein kurzer Moment für euch. Haltet ihr euch gerade an die Regeln? Habt ihr beide Hände am Lenkrad, während ihr diesen Podcast hört? Schaut ihr auch schön über die Schulter beim Abbiegen? Sehr gut. Wenn euch Deutschblitz Podcast gefällt, dann zeigt uns das durch ein Like oder ein Abo. Es ist zwar keine gesetzliche Vorschrift, aber es ist eine sehr gute Regel für die Online-Etikette. Schreibt uns in die Kommentare, welche deutsche Regel findet ihr am seltsamsten? Seid ihr schon mal von einem Fremden wegen einer Kleinigkeit belehrt worden? Wir wollen eure Geschichten hören. Schreibt uns auf Instagram oder Spotify. Und jetzt zurück zum Regelwahnsinn. Es gibt Regeln, die sind logisch. Und dann gibt es Regeln, die sind, nun ja, deutsch. Regeln, die wir befolgen, einfach weil sie existieren. Nehmen wir das Thema Sonntagsruhe. In Deutschland darfst du am Sonntag nicht bohren, nicht hämmern und in manchen Regionen nicht einmal dein Auto waschen. Warum? Weil Sonntag ist. Auch wenn du im 5. Stock wohnst und dein Autowaschen niemanden stört, ist es verboten. Warum halten wir uns daran? Weil wir der Regel mehr vertrauen als unserem eigenen Verstand. Der gesunde Menschenverstand ist subjektiv, die Regel ist objektiv.
Und wir lieben Objektivität. Ich habe mal beobachtet, wie ein Bauarbeiter an einer Absperrung stand. Die Straße war komplett fertig, der Asphalt war trocken, kein Auto weit und breit. Aber das Schild »Durchgang verboten« stand noch da. Er ließ niemanden durch. Ein Fußgänger fragte, warum nicht? Da ist doch nichts mehr. Der Bauarbeiter antwortete, das Schild steht da noch. Wenn ich Sie durchlasse und es passiert was, bin ich dran. Das ist der Punkt. Die Regel schützt uns vor Verantwortung. Wenn ich mich an die Regel halte, bin ich sicher. Wenn ich meinen gesunden Menschenverstand benutze und es geht schief, bin ich schuld. Und wir Deutschen hassen es, schuld zu sein. Wir sind lieber präzise unlogisch als vage vernünftig. Ein Fehler im System ist akzeptabel, ein Fehler durch Individualismus ist ein Verbrechen. In anderen Ländern ruft man die Polizei, wenn ein Verbrechen passiert. In Deutschland ruft man die Polizei, wenn der Nachbar am Sonntagmittag seinen Rasen mäht oder wenn jemand sein Auto entgegen der Fahrtrichtung geparkt hat. Es gibt diesen wunderbaren deutschen Satz, der mittlerweile ein weltweites Meme ist: Die Anzeige ist raus. Das beschreibt das Gefühl, dass es unsere Bürgerpflicht ist, andere auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen. Wenn du im Zug laut telefonierst, wird dich jemand böse anschauen. Nicht nur ein bisschen böse, es ist der böse Blick. Ein spezieller deutscher Blick, der sagt, ich weiß, was du tust. Es ist gegen die Hausordnung und ich verachte dich dafür. Ich habe bereits die Nummer des Schaffners gewählt. Expats empfinden das oft als Aggressivität oder Unhöflichkeit. Sie denken, warum mischt sich dieser Fremde in mein Leben ein? Aber für den Deutschen ist das keine Einmischung, es ist Hilfe. Wir helfen dir, ein besserer Bürger zu werden. Wir korrigieren dich, damit das System wieder ins Gleichgewicht kommt. Wenn wir dich nicht belehren würden, wären wir mitschuldig am Chaos. Wir sind alle Teil einer großen, nationalen Aufsichtsbehörde. Es ist eine Art Crowdsourcing der Exekutive. Jeder Deutsche ist ein kleiner Hilfspolizist. Das spart dem Staat eine Menge Geld, ist aber für alle anderen Beteiligten extrem anstrengend. Aber hey, dafür sind unsere Parks sauber. Aber lassen wir mal den Spott beiseite. Es gibt eine Kehrseite der Medaille, eine positive Seite, die wir oft vergessen. In Ländern, in denen Regeln nur als Vorschläge betrachtet werden, herrscht oft kreatives Chaos. Das kann charmant sein, wenn man im Urlaub ist, aber es ist auch verdammt anstrengend im Alltag. Wenn du in Neapel Auto fährst, brauchst du Nerven aus Stahl, weil niemand weiß, wer wann Vorfahrt hat. Es ist ein ständiger Kampf der Egos. In Deutschland weißt du es, weil es eine Regel gibt und weil sich jeder daran hält. Die Regel ist der soziale Schmierstoff. Ohne sie 84 Millionen Menschen, 84 Millionen Meinungen, 84 Millionen kleine Katastrophen. Regeln schaffen Vertrauen zwischen Fremden. Ich muss dich nicht kennen, um zu wissen, dass du nicht bei Rot über die Ampel fährst und mich rammst. Ich muss dir nicht vertrauen, ich vertraue der Regel. Das ist einer der Gründe, warum Deutschland im Alltag so stabil wirkt. Unsere Züge sind meistens sicher, unsere Häuser stürzen nicht ein und unsere Wirtschaft ist stabil. Das alles basiert auf dem Vertrauen in Regeln. Wir opfern ein Stück unserer persönlichen Freiheit und Spontaneität für eine maximale kollektive Sicherheit. Für viele Menschen, die aus instabilen Ländern kommen, ist das am Anfang ein Schock. Aber nach ein paar Jahren sagen viele, eigentlich ist es toll. Ich weiß genau, was ich darf und was nicht. Es gibt keine bösen Überraschungen bei der Polizei oder beim Amt. Ordnung ist eben auch eine Form von Freiheit. Die Freiheit von Chaos. Es gibt noch einen tieferen Grund, warum wir Regeln lieben. Wir vertrauen ihnen. In vielen Ländern dieser Welt sind Regeln flexibel. Sie gelten, außer man kennt jemanden.
oder man hat genug Geld. In Deutschland glauben wir, wenn eine Regel existiert, dann gilt sie für alle. Für den Studenten auf dem alten Fahrrad, für den Millionär im Porsche und für den Minister in seiner Limousine. Dieses Vertrauen in den Rechtsstaat ist unglaublich wertvoll. Vielleicht halten wir deshalb nachts um 3 an der roten Ampel, nicht aus Angst vor Strafe, sondern aus Überzeugung, dass das System nur funktioniert, wenn sich ausnahmslos jeder an den Code hält. Für viele Deutsche sind Regeln nicht nur Vorschriften, sie sind Teil der nationalen Identität. Wer sich an Regeln hält, ist ein guter Bürger. Wer Regeln bricht, stellt sich ein Stück weit außerhalb der Gemeinschaft. Es ist kollektive Vernunft in ihrer radikalsten Form. Es ist ein stilles Abkommen. Ich halte mich an die Regeln, damit du es auch tust, und am Ende haben wir alle ein besseres Leben. Und ja, ich muss ehrlich sein, ich ertappe mich selbst dabei. Wenn ich an der Ampel stehe und jemand geht bei Rot über die Straße, dann denke ich sofort, muss das jetzt sein? Kann er nicht die 30 Sekunden warten? Ich sage nichts. Ich bin kein Müllpolizist, aber ich denke es. Und genau da merke ich, das System lebt in mir. Ich bin Teil dieser sozialen Kontrolle geworden, ohne es zu wollen. Es ist tief in uns verwurzelt. Wenn wir die Ordnung im Kleinen verlieren, haben wir Angst, dass irgendwann alles kippt. Was lernen wir daraus? Deutsche lieben Regeln nicht, weil wir Sklaven der Bürokratie sind oder keinen Humor haben. Wir lieben sie, weil sie uns das Leben einfach machen. Sie nehmen uns die Last der Entscheidung ab. Sie geben uns das Gefühl, in einer gerechten Welt zu leben, in der jeder die gleichen Pflichten hat. Wenn der Millionär im Porsche bei Rot halten muss, genau wie der Student auf dem Fahrrad, dann fühlt sich die Welt für einen Deutschen richtig an. Ja, wir übertreiben es manchmal. Ja, es ist absurd, nachts um 3 an einer roten Ampel zu warten. Und ja, es ist lächerlich, den Nachbarn wegen eines Joghurtbechers zu belehren. Aber am Ende des Tages ist es genau dieser Regelfetisch, der Deutschland zu dem macht, was es ist. Ein Land, das wie eine perfekt geölte Maschine läuft, auch wenn diese Maschine manchmal ein bisschen zu laut quietscht, wenn jemand vergisst, den Müll richtig zu trennen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt heute etwas über die mysteriöse Liebe der Deutschen zu ihren Vorschriften gelernt. Und vielleicht bleibt ihr beim nächsten Mal auch an der roten Ampel stehen, einfach nur, um das Gefühl der moralischen Überlegenheit zu genießen. Das ist fast so gut wie Schokolade. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir brauchen eure Unterstützung, um weiterhin die Rätsel der deutschen Kultur zu lösen. Und was erwartet euch in der nächsten Folge von Deutsch Blitz Podcast? Wir haben heute über Pünktlichkeit, Planung, Bürokratie und Regeln gesprochen. Aber wie kommunizieren wir das alles? Warum sagen wir den Leuten so gnadenlos ins Gesicht, wenn sie etwas falsch machen? Das Thema beim nächsten Mal: Warum Deutsche so direkt sind, ehrlich oder einfach nur brutal? Wir schauen uns an, warum das deutsche Nein oft wie ein Schlag ins Gesicht wirkt, aber eigentlich nur Zeit sparen soll. Wir sprechen über die German Directness und warum Höflichkeit in Deutschland manchmal als Zeitverschwendung gilt. Seid dabei! Ich bereite mich jetzt schon darauf vor. Ich werde keine netten Worte machen, sondern direkt zum Punkt kommen. Versprochen. Macht's gut, haltet euch an die Regeln, zumindest wenn jemand zuschaut, und trennt euren Müll. Tschüss! Tschüss und bis bald! Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.